Lektion 1. Einkaufsabenteuer. Hey Anna, hast du im Laden alles gefunden, was du brauchst? Hallo John, ja, ich muss jetzt nur noch zur Kasse gehen. Großartig! Hast du beim Einkaufen irgendwelche guten Angebote gesehen? Hab ich. Ich habe einige Rabatte auf meine Lieblingshautpflegeprodukte gefunden. Das ist genial. Es ist immer schön, Geld für Dinge zu sparen, die man liebt. Genau. Ich habe auch ein paar Snacks für unseren Filmabend mitgenommen. Perfekt! Welche Snacks hast du gewählt? Ich habe Popcorn, Gummibärchen und ein paar Schokoriegel. Was ist mit dir? Ich habe ein paar Chips und einen Dip mitgebracht. Es wird eine leckere Kombination sein. Lecker. Ich kann unseren Filmmarathon kaum erwarten. Hast du irgendwelche Filme im Sinn? Ja, ich dachte, wir könnten uns diesen neuen Actionfilm ansehen, über den alle reden. Klingt aufregend. Ich liebe einen guten Actionfilm. Magst du noch andere Genres? Ich mag auch Komödien. Sie sind großartig, um die Stimmung aufzuhellen. Komödien machen Spaß. Ich mag auch Thriller, sie halten mich auf Trab. Thriller sind aufregend. Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten gesehen? Ja, ich habe letzte Woche einen fantastischen Thriller gesehen. Die Wendung der Handlung war umwerfend. Ich liebe einen guten Plot-Twist. Vielleicht sollten wir es für das nächste Mal auf unsere Liste setzen. Definitiv. Ich freue mich, dass wir unsere Einkäufe heute so schnell erledigt haben. Ich auch. Jetzt können wir uns entspannen und unseren Filmabend genießen, ohne uns zu beeilen. Lektion 2. Reisetipps und Tricks. Hey Anna, hast du irgendwelche Tipps zur Flugbuchung? Hallo John, ich verwende normalerweise beliebte Reisewebsites. Sie haben oft tolle Angebote. Das ist klug. Welche Websites empfehlen Sie am meisten? Ich mag Skyscanner und Kajak. Sie vergleichen die Preise verschiedener Fluggesellschaften. Das ist wirklich hilfreich. Hast du jemals ein wirklich gutes Angebot gefunden? Ja, letztes Jahr habe ich ein Hin- und Rückflugticket nach Europa für die Hälfte des üblichen Preises bekommen. Wow, das ist beeindruckend. Hast du es weit im Voraus gebucht? Hab ich. Wenn Sie ein paar Monate im Voraus buchen, können Sie wirklich Geld sparen. Das behalte ich im Hinterkopf. Denken Sie, dass flexible Termine dabei helfen, bessere Preise zu finden? Unbedingt. Wenn Sie Ihre Reisedaten anpassen können, finden Sie günstigere Tarife. Guter Punkt. Haben Sie Apps für die Buchung von Flügen verwendet? Ja, ich habe Hopper ausprobiert. Es sagt voraus, wann Tickets zu den besten Preisen gekauft werden müssen. Das klingt interessant. Funktioniert es wirklich? Das tut es. Mit Ihren Vorhersagen habe ich einiges gespart. Ich muss die App herunterladen. Schaust du auch nach Gepäckgebühren? Definitiv. Einige Fluggesellschaften haben niedrige Tarife, aber hohe Gepäckgebühren. Daher ist es wichtig, dies zu überprüfen. Das ist ein toller Tipp. Was ist mit einer Reiseversicherung? Denken Sie, dass es notwendig ist? Ich glaube, das ist es.
Es kann Sie vor unerwarteten Kosten bewahren, wenn etwas schief geht. Ich stimme zu. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Haben Sie irgendwelche bevorstehenden Reisen geplant? Ja, ich plane im nächsten Frühjahr eine Reise nach Japan. Ich freue mich riesig. Japan klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Lektion 3. Grundlagen des Lebensmitteleinkaufs. Hey Anna, was für ein Brot möchtest du für die Sandwiches? Hallo John, nur ein normales Vollkornbrot reicht aus. Ich hab's. Vollkorn ist eine gesunde Wahl. Magst du spezielle Toppings? Ich liebe Avocado und Hummus auf meinen Sandwiches. Was ist mit dir? Normalerweise nehme ich Truthahn und Schweizer Käse. Es ist eine klassische Kombination. Das klingt köstlich. Hast du vor, diese Woche etwas Besonderes zu kochen? Ja, ich denke darüber nach, eine Pfanne mit viel Gemüse zuzubereiten. Lecker. Pfannenbraten ist so schnell und einfach. Welches Gemüse nimmst du gerne dazu? Ich liebe Paprika, Brokkoli und Zuckererbsen. Sie sorgen für tolle Farbe und Knusprigkeit. Das sind großartige Entscheidungen. Verwenden Sie spezielle Saucen? Normalerweise mache ich eine einfache Mischung aus Sojasauce und Knoblauch. Es ist würzig und einfach zuzubereiten. Das klingt perfekt. Das versuche ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich koche. Das solltest du. Es ist wirklich vielseitig. Was ist mit dir? Sind neue Rezepte geplant? Ich möchte mit einigen Nudelgerichten experimentieren. Ich habe ein paar Ideen für Saucen. Ne, an welche Soßen denkst du? Ich denke über einen cremigen Alfredo oder eine würzige Arrabbiata nach. Beide sind so lecker. Die klingen unglaublich. Ich würde gerne irgendwann deine Küche probieren. Ich würde gerne teilen. Ich werde dafür sorgen, dass ich auf diesem Einkaufsbummel alles bekomme, was ich brauche. Großartig. Lass uns eine Liste machen, damit wir nichts vergessen. Lektion 4. Köstlichkeiten zum Essen. Hey Anna, willst du heute Abend das neue Restaurant ausprobieren? Hallo John, ja. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Kann ich bitte die Speisekarte haben? Klar, los geht's. Auf was hast du Lust? Ich habe Lust auf etwas Würziges. Vielleicht ein Curry oder ein paar Tacos. Die klingen köstlich. Ich liebe auch scharfes Essen. Gibt es ein bestimmtes Gericht, das Sie zu finden hoffen? Ich würde gerne Ihr Chicken Tikka Masala probieren, wenn Sie es haben. Klingt nach einer guten Wahl. Ich könnte die Garnelen-Tacos nehmen. Lecker. Tacos sind immer ein Hit. Möchtest du eine Beilage teilen? Ja, wie wär's mit etwas Guacamole? Es passt gut zu Tacos. Perfekt. Ich genieße es auch mit Tortilla-Chips. Warst du schon einmal in diesem Restaurant? Nein, das wird mein erstes Mal sein. Ich bin gespannt, was Sie anbieten. Ich auch.
In den Bewertungen wird erwähnt, dass sie auch tolle Desserts haben. Wirklich? Über welche Art von Desserts hast du gelesen? Sie haben einen Schokoladenlavakuchen, der himmlisch klingt. Das klingt verlockend. Wir sollten auf jeden Fall Platz für den Nachtisch sparen. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, auch dort die Atmosphäre zu erleben. Das gleiche hier. Ich liebe es, neue Orte auszuprobieren und verschiedene Küchen zu genießen. Es ist immer ein Abenteuer. Lass uns ein paar Gerichte zum Teilen bestellen. Tolle Idee. Essen zu teilen macht es noch angenehmer. Lektion 5. Abenteuer antizipieren. Hey Anna, hast du die Details für unsere Reise festgelegt? Hallo John, ja. Ich freue mich sehr auf unseren Aufenthalt im Beach Resort. Das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, am Meer zu entspannen. Genau. Die Fotos online sehen wunderschön aus. Auf welche Aktivitäten freust du dich? Ich freue mich darauf, zu schnorcheln und die Korallenriffe zu sehen. Wie steht's mit dir? Ich freue mich auf die Spa-Behandlungen. Ein bisschen Verwöhnung klingt perfekt. Das klingt nett. Haben Sie eine bestimmte Behandlung im Sinn? Ich hätte gerne eine wohltuende Massage und vielleicht eine Gesichtsbehandlung. Es wird so erfrischend sein. Tolle Auswahl. Ich denke, wir sollten diese Behandlungen im Voraus buchen. Gute Idee. Ich möchte auch einige lokale Restaurants erkunden, während wir dort sind. Ja, neues Essen auszuprobieren ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Das gleiche hier. Hast du nach beliebten Restaurants gesucht? Ich habe ein paar hochbewertete Fischrestaurants gefunden. Frischer Fisch am Strand klingt herrlich. Das klingt perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, ein Abendessen bei Sonnenuntergang zu genießen. Unbedingt. Essen mit Aussicht ist immer etwas Besonderes. Ich freue mich auch auf einige Strandaktivitäten wie Paddeln. Paddeln klingt lustig. Ich habe es noch nie versucht, aber ich bin bereit für die Herausforderung. Es wird eine großartige Erfahrung sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu sammeln. Ich auch. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir die Sonne genießen und unsere Zeit genießen. Lektion 6. Komfortzone. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass es sich hier jetzt etwas wärmer anfühlt. Hallo John, ja, ich glaube, ich habe die Temperatur angepasst. Ist es jetzt besser? Es ist definitiv eine Verbesserung, aber für meinen Geschmack ist es immer noch ein bisschen kühl. Wirklich. Ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Wie warm ist es dir lieber? Ich mag es gemütlich, um die 72 Grad Fahrenheit. Das ist normalerweise perfekt für mich. Ich hab's. Lassen Sie mich diese Anpassung vornehmen. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich viel besser an. Ich weiß es zu schätzen, dass du dich darum kümmerst. Kein Problem. Komfort ist der Schlüssel, besonders wenn wir arbeiten. Unbedingt. Es hilft mir, mich besser zu konzentrieren.
Hast du eine Lieblingstemperatur? Ich bevorzuge es etwas kühler, um die 68 Grad. Das finde ich erfrischend. Das ist interessant. Ich denke, jeder hat seine eigene Komfortzone. Stimmt. Es ist faszinierend, wie die Temperatur unsere Stimmung und Produktivität beeinflussen kann. Das kann es wirklich. Haben Sie Tipps, um sich bei der Arbeit wohl zu fühlen? Ich habe gerne eine kuschelige Decke in der Nähe, wenn es zu kalt wird. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich vielleicht beim nächsten Mal versuchen. Ja, und manchmal kann auch eine warme Tasse Tee helfen. Ich liebe Tee. Es ist so beruhigend. Hast du einen Lieblingstyp? Ich mag Kamille. Sie ist beruhigend und perfekt zum Entspannen. Ich bevorzuge grünen Tee. Er ist erfrischend und gibt mir einen kleinen Energieschub. Beides ist eine hervorragende Wahl. Tee kann unseren Tagesablauf wirklich verbessern. Definitiv. Jetzt, wo wir die richtige Temperatur haben, machen wir uns wieder an die Arbeit. Lektion 7. Die Steam-Revolution. Hey Anna, wusstest du, dass ein Franzose namens Nicolas Cugnot eine Dampfmaschine gebaut hat? Hallo John, ich habe von ihm gehört. Er war einer der Pioniere der Automobiltechnik, oder? Genau. Seine Erfindung war für ihre Zeit ziemlich revolutionär. Was findest du an frühen Motoren am interessantesten? Ich finde es faszinierend, wie sie Dampf nutzten, um Strom zu erzeugen. Es ist ein ganz anderer Ansatz als die heutige Technologie. Definitiv. Die Art und Weise, wie sie Dampf nutzten, war innovativ. Wussten Sie, dass sein Fahrzeug eigentlich ein Dreirad war? Wirklich. Das ist einmalig. Das muss ganz anders ausgesehen haben als moderne Autos. Ja, es hatte einen großen Kessel und konnte nur wenige Passagiere befördern. Sehr einfach im Vergleich zu den heutigen Standards. Das kann ich mir vorstellen. Wie schnell könnte es gehen? Es könnte Geschwindigkeiten von etwa 2,5 Meilen pro Stunde erreichen. Ziemlich langsam, aber beeindruckend für das 18. Jahrhundert. Das ist unglaublich. Es ist kaum zu glauben, wie weit wir seitdem gekommen sind. Stimmt, die heutigen Motoren sind so fortschrittlich, mit unglaublicher Geschwindigkeit und Effizienz. Was wird Ihrer Meinung nach als nächstes in der Motorentechnologie kommen? Ich denke, Elektromotoren werden sich weiterentwickeln, was möglicherweise zu noch nachhaltigeren Optionen führen wird. Das wäre toll. Die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks ist so wichtig. Unbedingt. Innovationen wie Wasserstoff-Brennstoffzellen könnten in Zukunft ebenfalls eine große Rolle spielen. Die klingen vielversprechend. Ich liebe es, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Ich auch. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie die nächste Generation von Fahrzeugen aussehen wird. Lektion 8. Jahreszeiten des Wandels. Hey Anna, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Hallo John, ich glaube, ich bevorzuge den Frühling. Er bringt neues Leben und blühende Blumen. Ich stimme zu. Der Frühling ist so erfrischend. Die Farben und Düfte sind unglaublich. Unbedingt.
Ich liebe es, all die Kirschblüten zu sehen. Sie sind so wunderschön. Das sind sie wirklich. Aber ich genieße auch den Herbst. Die wechselnden Blätter sind einfach atemberaubend. Der Herbst hat einen einzigartigen Charme, mit den warmen Farben und den kuscheligen Pullovern. Ja, außerdem hat die frische Luft in dieser Zeit etwas Besonderes an sich. Definitiv. Und ich liebe saisonales Essen, wie Pumpkin Spice Latte. Die sind köstlich. Hast du eine Lieblingsbeschäftigung im Herbst? Ich gehe gerne Äpfel pflücken. Es macht Spaß, Zeit im Freien zu verbringen. Das klingt nach einer großartigen Zeit. Ich liebe es auch, Kürbisfelder zu besuchen. Ja, Kürbisse auszusuchen und zu schnitzen ist immer aufregend. Das ist es wirklich. Was ist mit dem Winter? Magst du diese Jahreszeit? Ich genieße den Winter, besonders mit den Feiertagen und dem Schnee. Es fühlt sich magisch an. Ich stimme zu. Schnee lässt alles so friedlich und wunderschön aussehen. Und heiße Schokolade ist der perfekte Leckerbissen zum Aufwärmen. Unbedingt. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen einzigartigen Freuden. Das ist wahr. Es ist wunderbar, die Veränderungen im Laufe des Jahres zu schätzen. Genau. Jede Jahreszeit bietet etwas Besonderes, auf das man sich freuen kann. Lektion 9. Einen besonderen Ort finden. Hey Anna, hast du einen Lieblingsplatz zum Relaxen in deinen Pausen? Hallo John, ja. Mein besonderer Ort ist ganz in der Nähe meines Arbeitsortes. Das klingt praktisch. Wo genau ist es? Es befindet sich auf einem belebten Universitätscampus, direkt unter einer großen Eiche. Das muss nett sein. Unter einem Baum zu sitzen kann so beruhigend sein. Unbedingt. Ich liebe den Schatten und das Geräusch von Blättern, die im Wind rascheln. Klingt friedlich. Gehst du oft dorthin? Ich versuche jeden Tag zu kommen, wenn ich kann. Es ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen. Was machst du normalerweise, wenn du dort bist? Ich lese gerne oder genieße einfach eine ruhige Zeit. Manchmal bringe ich mein Mittagessen mit. Das klingt herrlich. Hast du ein Lieblingsbuch, das du gerade liest? Ja, ich lese einen Krimi, der wirklich aufregend ist. Mysterien sind so fesselnd. Ich liebe es, das Ende zu erraten. Ich auch. Es beschäftigt meinen Geist. Wie steht's mit dir? Hast du einen Platz, der dir Spaß macht? Ich habe eine Bank in der Nähe des Parks. Es ist ein großartiger Ort, um Leute zu beobachten und zu entspannen. Das klingt lustig. Leute zu beobachten kann wirklich interessant sein. Ist es? Sie sehen, wie sich alle Arten von Charakteren und Geschichten um sie herum entfalten. Genau. Es ist, als würde man eine Live-Show sehen. Was machst du normalerweise dort? Ich skizziere oder notiere gerne Ideen für meine Projekte. Das ist eine großartige Möglichkeit, kreativ zu sein. Die Natur kann uns wirklich inspirieren. Definitiv. Einen besonderen Ort zu haben,
macht den Unterschied in unserem Tag aus. Lektion 10. Dilemmata des digitalen Datenschutzes. Hallo Anna, hast du davon gehört, wie viele Plattformen unsere Daten sammeln und teilen? Hallo John, ja, es ist ziemlich alarmierend, wie viele Informationen sie ohne unser Wissen sammeln. Genau, selbst wenn wir denken, vorsichtig zu sein, rutscht es oft durch. Stimmt. Wir geben oft die Erlaubnis, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Es ist überraschend, wie viele Menschen nicht wissen, womit sie einverstanden sind. Ich weiß. Manchmal fühlt es sich überwältigend an. Was tun Sie, um Ihre Daten zu schützen? Ich versuche, die von mir verwendeten Apps einzuschränken und überprüfe regelmäßig die Datenschutzeinstellungen. Das ist klug. Ich verwende auch sichere Passwörter und ändere sie häufig. Gute Idee. Hast du schon einmal einen Passwortmanager benutzt? Ja, es macht es so viel einfacher, alles sicher im Auge zu behalten. Ich muss anfangen, einen zu benutzen. Es kann schwierig sein, sich all die verschiedenen Passwörter zu merken. Definitiv. Und es hilft auch, stärkere Passwörter zu generieren. Was ist mit den sozialen Medien? Denken Sie, dass es sicher ist, dort persönliche Daten weiterzugeben? Ich bin vorsichtig. Ich teile nur mit, womit ich mich wohl fühle, und vermeide sensible Details. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist leicht zu vergessen, wie öffentlich unsere Profile sein können. Genau. Ich erinnere Freunde oft daran, auch ihre Datenschutzeinstellungen zu überprüfen. Das ist großartig. Bewusstsein ist in diesem digitalen Zeitalter der Schlüssel. Ganz gewiss. Es ist wichtig, über unsere Online-Präsenz auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sollten alle Verantwortung für den Schutz unserer eigenen Daten übernehmen. Lektion 11. Projektvorschläge und Möglichkeiten. Hallo Anna, hattest du die Gelegenheit, dir den neuen Projektvorschlag anzusehen? Hallo John, ja, ich habe es überprüft. Ich denke, es hat ein enormes Potenzial. Ich stimme zu. Das Konzept ist innovativ und entspricht einem echten Bedarf. Genau. Ich finde es toll, wie es Technologie mit Nachhaltigkeit verbindet. Das ist ein großartiger Punkt. Nachhaltigkeit ist auf dem heutigen Markt so wichtig. Unbedingt. Unternehmen, die dem Thema Priorität einräumen, ziehen tendenziell mehr Kunden an. Haben Sie über spezifische Herausforderungen nachgedacht, mit denen wir konfrontiert sein könnten? Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Budget. Wir müssen realistisch sein. Gute Beobachtung. Wir sollten alle Kosten skizzieren, bevor wir sie präsentieren. Definitiv. Ich denke auch, dass wir einen soliden Zeitplan für die Umsetzung brauchen. Einverstanden. Ein klarer Zeitplan hilft uns, organisiert und auf Kurs zu bleiben. Was ist mit dem Team? Denken Sie, wir müssen mehr Spezialisten einbeziehen? Es könnte von Vorteil sein, Experten für Marketing und Finanzen an Bord zu haben. Das denke ich auch. Ihre Erkenntnisse könnten unseren Vorschlag wirklich stärken. Sollen wir ein Treffen vereinbaren, um das mit dem Team zu besprechen? Ja, das klingt nach einem Plan. Wir können alle Beiträge einholen.
Großartig. Ich werde einen Termin vereinbaren, an dem wir uns treffen und weiter brainstormen können. Perfekt. Ich bin gespannt, wohin uns dieses Projekt führen kann. Ich auch. Es ist immer aufregend, an etwas Neuem und Wirkungsvollem zu arbeiten. Lektion 12. Besprechungen planen. Hey Anna, sollten wir uns treffen, um die Projektdetails zu besprechen? Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Wie wäre es mit einem Treffen um 10:30 Uhr morgens? Perfekt. Das gibt uns viel Zeit, uns vorzubereiten. Bevorzugen Sie einen bestimmten Ort? Ich denke, das Café in der Nähe des Büros wäre ideal. Es ist ruhig und gemütlich. Gute Wahl. Außerdem können wir etwas Kaffee trinken, um unsere Diskussion anzukurbeln. Genau. Ich finde, dass ein bisschen Koffein mir hilft, besser zu denken. Das Gleiche hier. Haben Sie eine Agenda für unser Treffen im Sinn? Ja, ich möchte zuerst den Zeitplan und das Budget des Projekts besprechen. Toller Plan. Wir sollten auch mögliche Herausforderungen besprechen, vor denen wir stehen könnten. Einverstanden. Das frühzeitige Erkennen von Herausforderungen kann uns helfen, Strategien effektiv zu entwickeln. Unbedingt. Sollten wir auch darüber nachdenken, Rollen für das Team zuzuweisen? Ja, das ist wichtig. Klare Rollen sorgen dafür, dass jeder zur Rechenschaft gezogen wird. Ich kann vor unserer Sitzung eine vorläufige Tagesordnung aufstellen. Das wäre hilfreich. Wir können es während unserer Diskussion nach Bedarf anpassen. Hört sich gut an. Ich werde sicherstellen, dass auch alle notwendigen Dokumente mitgebracht werden. Perfekt. Ich freue mich auf unser Treffen und darauf, Fortschritte zu machen. Ich auch. Es ist aufregend zu sehen, wie unsere Ideen zum Leben erweckt werden. Lektion 13. Erkundung der lokalen Küche. Hey Anna, ich habe ein neues Restaurant gefunden, das gerade in der Nähe eröffnet wurde. Hallo John, das klingt perfekt. Ich liebe es, neue Orte auszuprobieren. Welche Art von Küche servieren Sie? Es ist eine Fusion aus italienischen und asiatischen Aromen. Sie haben einige einzigartige Gerichte. Wow, das klingt interessant. Ich habe diese Kombination noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Ich denke, die Geschmacksmischung könnte wirklich aufregend sein. Ich bin neugierig. Wissen Sie, was Ihr beliebtestes Gericht ist? Ja, sie haben eine Ramen-Pasta, die viel Aufsehen erregt. Ramennudeln? Das ist definitiv eine kreative Wendung. Ich würde es gerne ausprobieren. Ich weiß. Oder ich bin auch an Ihrer Dessertkarte interessiert. Was haben Sie für Desserts? Sie bieten Mochi-Eis und Tiramisu an. Klingt köstlich. Das sind zwei meiner Favoriten. Wir sollten bald einen Besuch planen. Unbedingt. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende hingehen? Das funktioniert für mich. Sollen wir ein paar Freunde einladen, sich uns anzuschließen? Tolle Idee. Je mehr, desto besser. Ich schicke eine Nachricht. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, diese einzigartigen Gerichte zusammen zu erleben.
Ich auch. Auswärtsessen macht mit Freunden immer mehr Spaß. Lektion 14. Komische Schätze sammeln. Hey Anna, wusstest du, dass einige sehr alte Comics viel Geld wert sind? Hallo John, wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Was macht sie so wertvoll? Das hängt oft von ihrer Seltenheit und ihrem Zustand ab. Manche sind einfach schwer zu finden. Das macht Sinn. Ich habe einige in Geschäften gesehen, aber ich habe nie über ihren Wert nachgedacht. Ja, zum Beispiel können Erstausgaben oder Comics mit beliebten Charakteren ziemlich teuer sein. Wow! Sammelt ihr Comics? Das tue ich. Ich habe eine kleine Sammlung, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Das ist genial. Hast du eine Lieblingscomicserie? Ja, ich liebe Spider-Man. Die Geschichten und Kunstwerke sind legendär. Ich habe Wonder Woman immer gemocht. Ihr Charakter ist inspirierend. Gute Wahl. Hast du jemals darüber nachgedacht, an einer Comic-Konvention teilzunehmen? Das wollte ich schon. Es scheint eine unterhaltsame Art zu sein, andere Fans zu treffen und neue Comics zu entdecken. Definitiv. Außerdem finden Sie dort exklusive Waren. Das klingt aufregend. Ich würde gerne ein paar seltene Gegenstände für meine Sammlung finden. Das gleiche hier. Es ist immer aufregend, Ihrer Sammlung etwas Einzigartiges hinzuzufügen. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der eine Comicsammlung beginnt? Beginne mit dem, was du liebst. Konzentrieren Sie sich auf Serien oder Charaktere, die Sie interessieren. Das ist eine gute Idee. Ich werde auch nach Sondereditionen Ausschau halten. Unbedingt. Viel Spaß bei der Suche nach diesen Comicschätzen. Lektion 16. Die Zukunft der Medizin. Hey Anna, ich habe darüber gelesen, wie Wissenschaftler hoffen, in Zukunft genetische Krankheiten heilen zu können. Hallo John, das ist faszinierend. Absolut, es hat das Potenzial, Leben dramatisch zu verändern. Richtig? Techniken wie CRISPR könnten es uns ermöglichen, Gene zu bearbeiten und Mutationen zu korrigieren. Genau. Es ist, als würde man einen Tippfehler in einem Buch korrigieren. Denken Sie, dass es ethische Bedenken gibt? Auf jeden Fall. Wir müssen die Auswirkungen der Geneditierung berücksichtigen. Was ist, wenn es missbraucht wird? Das ist ein berechtigtes Argument. Es ist entscheidend, Innovation und Ethik in Einklang zu bringen. Welche Krankheiten könnten Ihrer Meinung nach zuerst behandelt werden? Erkrankungen wie Mukoviszidose oder Sichelzellenanämie scheinen gute Kandidaten zu sein. Sie haben klare genetische Ursachen. Ich stimme zu. Und das Potenzial, diese Krankheiten vor der Geburt zu verhindern, ist revolutionär. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir Erbkrankheiten vollständig eliminieren können. Das wäre unglaublich. Wir müssen aber auch den gleichberechtigten Zugang zu diesen Behandlungen sicherstellen. Stimmt, wenn es sich nur wenige leisten können, könnte es die Kluft im Gesundheitswesen vergrößern. Ja, es ist wichtig, Fortschritte für alle zugänglich zu machen, nicht nur für die Reichen. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen.
Danke.